Schon von Geburt an hat der Mensch fast alle Nervenzellen, die er im Leben braucht. Etwa 86 Milliarden Nervenzellen hat das menschliche Gehirn. Allerdings weiß noch nicht jede unserer grauen Zellen, was sie zu tun hat. Das Gehirn muss sich erst noch organisieren. Die erste wichtige Phase der Gehirnentwicklung findet in der Kindheit statt. Von der Jugend bis ins junge Erwachsenenalter folgen weitere entscheidende Entwicklungsschritte. Was passiert, wenn junge Menschen in dieser Zeit Cannabis konsumieren? Ein wichtiger Umbauprozess vollzieht sich in der äußeren Schicht unseres Gehirns, der Hirnrinde. Die Hirnrinde besteht überwiegend aus Nervenzellkörpern, deren Gesamtheit als graue Substanz bezeichnet wird. Der Mensch wird zunächst mit einem Überschuss an grauer Substanz geboren. So wie ein Bildhauer aus einem groben Stein nach und nach eine Skulptur erschafft, so formen die Erfahrungen, die Jugendliche machen, ihr heranreifendes Gehirn. Dabei werden überschüssige Nervenzellen abgebaut und der Rest zu einem effizienten Netzwerk verknüpft. Erst im Laufe seiner Entwicklung entsteht so die endgültige Struktur des Gehirns. Die Hirnrinde eines Erwachsenen ist daher dünner als die eines Jugendlichen. Cannabis kann diesen Umbauprozess stören. Das liegt am Cannabis-Wirkstoff THC. Beim Konsum von Cannabis gelangt THC über die Blutbahn ins Gehirn. Dort kann diese an den sogenannten Endokannabinoid-Rezeptoren binden, die wiederum an der Gehirnentwicklung beteiligt sind. In bestimmten Hirnarealen wie der Hirnrinde ist die Dichte an Endokannabinoid-Rezeptoren besonders hoch. So haben Studien zeigen können, dass die Hirnrinde bei stark konsumierenden Jugendlichen dünner ist als bei Gleichaltrigen, die nicht konsumieren. Als wenn der übliche Abbau von Nervenzellen etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Neben der grauen Substanz gibt es auch die weiße Substanz. Als weiße Substanz werden Nervenfasern bezeichnet, die von einer speziellen Schicht umwickelt sind, der Myelinscheide. Myelin umschließt Nervenfasern wie die Plastikisolierung ein Stromkabel. Erst die sogenannte Myelinisierung macht aus den Nervenfasern eine Art Datenautobahn, auf der elektrische Impulse blitzschnell zwischen den Hirnarealen hin und her funken. Der Forschung zufolge stört Cannabis den Prozess der Myelinisierung. Vor allem starker Cannabiskonsum kann dazu führen, dass die weiße Substanz sich nicht optimal ausbildet. Welche Konsequenzen hat das? Studien legen nahe, dass die geistige Leistungsfähigkeit von Jugendlichen abnimmt, wenn sie Cannabis konsumieren. Je früher Jugendliche zum Joint greifen, je eher sie zu einem regelmäßigen Konsum übergehen, desto ausgeprägter sind die Folgen. Das können zum Beispiel Gedächtnisprobleme sein oder die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab.
Langzeitstudien haben sogar Hinweise dafür gefunden, dass die allgemeine Intelligenz gemindert sein kann, wenn Jugendliche oft konsumieren und diesen Konsum bis ins Erwachsenenalter aufrechterhalten. In manchen Fällen scheinen die geistigen Fähigkeiten vielleicht nur geringfügig beeinträchtigt zu sein. Doch auch wenn das Lernen nur ein bisschen schwerer fällt oder die Konzentration nur ein wenig schlechter ist, kann der Konsum von Cannabis langfristige Folgen haben. Studien belegen, dass mit ansteigendem Konsum die Probleme in der Schule, im Studium oder im Beruf zunehmen. Betroffene haben im Schnitt etwas schlechtere Noten oder erzielen etwas schlechtere Bildungsabschlüsse. Dadurch können letztlich auch die Berufschancen im weiteren Leben beeinträchtigt sein. Die gute Nachricht aber ist, das Gehirn kann sich erholen. Dabei gilt, je länger die Abstinenz von Cannabis aufrechterhalten wird, desto stärker erholt sich das Gehirn. Mehr dazu und Hilfe beim Ausstieg aus dem Konsum findest du auf www.drugcon.de.